Herzlich willkommen zu einem glamourösen Car-Review, nämlich vom neuen Flaggschiff aus der französischen Automobilindustrie und zusätzlich Emmanuel Macron seinen neuen Staatswagen. Das ist der DS8. DS sagt selber, sie haben noch nie so ein luxuriöses und raffiniertes Auto gebaut, wie wir den vor uns haben. Und wenn wir vorne anfangen, ich kann Ihnen zu einem gewissen Maß zustimmen, es ist wirklich von vorne eine rechte Präsenz, sehr luxuriöse Features wie eine lange Haube, zweifarbig lackiert mit einem neuartigen Lackierverfahren, Paint-Jet-Verfahren, wo man sozusagen sich das Maskieren und Abkleben kann sparen und somit relativ ökonomisch ist. Wir haben da eine höhere Ausführung, wir haben die Etoile-Ausführung, das ist eigentlich schon fast voll ausgestattet. Man kann dann noch ein paar zusätzliche Sachen hinzufügen, wenn man das möchte, aber mit der Etoile-Version steht schon sehr gut da. Für das haben wir die LED-Säbelzahntiger Tagfahrlichter, da oben die einzelnen Diamantchen, die es drin hat, wahnsinnig schön gemacht. Dann haben wir den beleuchteten Grill, das ist ab der Etoile Edition dabei. Das sind so ganz feine Linien, die man da drin sieht. Bei der Nacht sieht man es noch ein bisschen besser, aber ich finde es deutlich dezenter, wie man so von der deutschen Konkurrenz aus München und so kennen, die da sehr kloppig aussehen. Das sieht wirklich schön dezent aus und echt luxuriös. Unten dran haben wir noch aktive Lufteinlässe, die aufmachen, wenn es dementsprechend optimal wäre für den Luftfluss. Dann wird da ein bisschen aufgemacht. Weiter auf der Seite haben wir die wirklich sehr schönen 21 Zoll geschmiedeten Felgen. Man kann auch noch zwischen 19 und 20 Zoll auswählen oder eben die 21 Zoll. Wir haben eingeladene Türgriff vorne und hinten ist der Türgriff in sozusagen eigentlich das Fenster integriert. Finde ich aber auch sehr schön gelöst. Und da die richtig grosse Ladeklappe. Hinter dieser richtig grossen Ladeklappe bewegt sich eine 400 Volt Ladetechnologie. Sprich, wir haben 750 km Reichweite gemäss Hersteller und 500 km rein Autobahn fahren. Geladen hat man auch über 200 km in 10 Minuten, wenn man den entsprechend Fast Charger hat. Und man ist in unter knapp 30 Minuten von 20 auf 100% vollgeladen. Wir haben auch einen tiefen CW-Wert von 0,24. Also wirklich eigentlich sehr gut für diese Klasse von Auto. Weiter im Heck. Hinten dran haben wir wirklich ein spezielles Seitenprofil. Mir gefällt es eigentlich noch. Es ist so eine Mischung zwischen Sedan, Cross und Coupé. Wir haben auch wieder sehr schöne LED-Lichter und Signatur da hinten. Die Guillochierung, wie sie sich nennen, zieht sich auch ins Interior durch. Das sehen wir dann nachher noch. DS-Automobil-Aufschrift und da in der Top-Version Allrad. Der Schriftzug da unten, finde ich, zerstört ein bisschen das Bild, weil sonst ist es wirklich sehr stimmig, aber der sieht so ein bisschen einfach reingeklatscht. Zum Kofferraum. Mit einem sehr grossen Kofferraum, nämlich 581 Liter, mit runtergeladenen Sitz über 1870 Liter. Beim Allrad, wenn wir eine Frontantrieb-Version nehmen würden, hätten wir sogar 620 Liter ohne Sitz runtergelassen. Wirklich sehr viel Platz. Wir haben einen doppelten Boden, den man klappen kann. Das war eigentlich schon. Man kann eine Hutablage abnehmen da über die Seile, aber viel mehr hat es dahinter nicht. Aber es ist wirklich recht viel Platz. Wenn ich das mit dem Meter noch anschaue, haben wir hier eine Tiefe von 1,12 Meter, knapp 1 Meter breit und die Höhe etwas über 60 cm bis ganz hinten. Also man bringt da definitiv etwas rein. Bevor wir reingehen schauen, der DS8 ist etwas über 4,80 Meter lang, etwas über 1,90 Meter breit und knapp 1,60 Meter hoch. Er hat ein Leergewicht von etwa 2,3 Tonnen und eine Anhängelast bremst von bis zu 1,4 Tonnen. Gut, wie sieht es vom Platz her aus hinten? Eben mit 1,88 Meter gross, muss ich sagen, von der Beifreiheit tipptopp. Ich kann meine Füße nicht so gut unter den Sitz tun, eben wegen Elektroauto-Batterie hebt das Ganze ein bisschen an. Aber es ist jetzt nicht wahnsinnig dramatisch. Was mir auffällt, die Sitzbank ist relativ kurz und ein bisschen im tieferen Winkel. Das heisst, ich habe meine Beine relativ weit oben. Aber ansonsten, Kopffreiheit ist jetzt nicht optimal. Ich komme da hinten an dem Hügel an, eigentlich vom Panoramadach. Was ich muss sagen, das Panoramadach sieht wirklich cool aus. Also mit diesen Strichchen, oder was da innen hat, mit diesen Linien, das macht es sehr edel. Dann haben wir auf der Seite die ganze Tür eigentlich beledert, bis fast da runter. Zusätzlich haben wir unten dran, dort, wo Getränke rein tun, noch ein Filz am Boden. Das heisst, es scheppert dann nicht um, wenn man da etwas Härteres reinlegt, Flaschen oder so. Dann haben wir die Mittelkonsole, 2 Cupholders und so eine Handyhalterung oder so. Plus, wir können das Ganze noch runterziehen, dass wir noch Ski durchreichen durch die Mitte.
Dann haben wir Klimacontrols da hinten. Wir können Sitzheizung und Sitzkühlung auch für die Sitzfinnen einstellen. Das ist natürlich ein bisschen eine Sache von der Ausstattung, ob man das drin hat, aber es funktioniert auf jeden Fall. Die Sitze vorne sind recht wuchtig, also ich sehe nicht super gut raus, aber sie sehen auch von hinten recht ansprechend an, weil von vorne sind sie meiner Meinung nach ein Highlight. Dann für Familien noch ein wichtiges Feature: hinter diesen Reissverschlüssen verbergen sich die Isofix-Halterungen. Und das finde ich über die Reissverschlüsse echt schön gelöst. Das heisst, es ist aus dem Weg und man muss sich nicht irgendwie so eine Halterung immer auf die Seite legen, ohne dass man sie verliert. Also das finde ich sehr gut gelöst. Was haben wir noch? Wir haben noch 2 USB-C-Anschlüsse da. Das sollte eigentlich hinten. Angenehm zum Sein, aber nicht wahnsinnig viel Platz. So, jetzt sind wir vorne innen im DS8. Ich muss sagen, es ist ein sehr spezielles Interieur. Es gefällt mir persönlich sehr gut. Ich glaube, es ist ein bisschen Geschmackssache. Es hat alles so ein bisschen ein Space- und Himmel-Theme. Es hat überall so ein bisschen, wie soll ich sagen, so Laserbeams. Das hat man ja auch im Panoramadach gesehen. Die Boxen haben auch ein sehr schönes Design auf der Seite. Es hat überall so die Guillochierung, die ja bekannt ist von DS. Es ist wirklich ein sehr spezieller Ort zum Sein und vor allem sehr speziell ist das Lenkrad. Es ist so ein viereckig und hat natürlich das X-Design in der Mitte und man greift es eigentlich, ja, da normalerweise erwarten wir da ein bisschen ein Streben oder so von einem klassischen Steuerrad und man hat einfach nichts. Also, es ist ein bisschen ähnlich wie ein Kart-Steuerrad, wenn man das kennt. Dann hat man ja auch kein Streben dort, wo man effektiv die Hand hat. Also von dem her auch gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es jetzt nicht mal wahnsinnig schlecht. Das Highlight da innen sind wahrscheinlich die Sitze. Jetzt kann man in 3 verschiedene Materialien haben, also in Stoffmaterial, das dann die günstigste Ausführung hat, in Nappa-Leder und Alcantara-Kombination. Und die sind wirklich wahnsinnig schön. Eben da haben wir jetzt Nappa-Leder, sie sind mega weich, sie haben schöne Nähte und vor allem cool, das habe ich glaube noch nie in einem geschlossenen Auto gesehen, ein Nackenwärmer. Also da kommt auch warme Luft rausblasen, wenn man zum Beispiel mal nach einem Skitag einsteigt, kann man schön sich den Nacken wärmen lassen. Zusätzlich haben sie Sitzkühlung, Sitzheizung und Massagefunktion. Und Massagefunktion ist wirklich auch noch lustig. Es ist so ein bisschen, sie heisst Katzenpfoten. Und es fühlt sich wirklich ein bisschen an. Es sind viel kleinere, so ein bisschen massierende Teile, wie man sonst klassisch aus einer Sitzmassage kennt. Das heisst, es sind kleine einzelne anstatt so ein bisschen grössere Elemente. Und fühlt sich wirklich gut an. Also schön, wirklich fein, wie man halt eine Massage wählen würde. Auf dem Lenkrad haben wir zusätzlich Knöpfe. Es ist so ein One-Button-Feeling. Man drückt eigentlich das ganze Panel rein, wenn man da die Knöpfe bedient. Natürlich eben Licht, Scheibenwischer und derartige Funktionen. Tempomat auf der linken Seite. Dann vorne haben wir das Driver-Display und zusätzlich noch ein Head-Up-Display. Dann in der Mitte das grosse, sage ich jetzt mal, Infotainment-Display. Es ist breiter, wie man sich sonst gewöhnt ist, was ich aber sehr schön finde. Es passt sich gut da rein. Es ist nicht so ein Hochformat-Display, wie man jetzt viel in den Autos hat. Das finde ich wirklich, tut sich schön einpassen in die Frontpartie. Da. Das Infotainment ist relativ basic. Es hat alle Features, die man braucht, vor allem eben die vielen Funktionen bezüglich der Sitz, die man einstellen kann. Man hat sozusagen ein bisschen das Startscreen, wo man selber konfigurieren kann, Navigation, Telefon, Medien und Kamera, die ganzen Sitzeinstellungsmöglichkeiten. Die Sitzheizung, Sitzbelüftung und eben den Nackenwärmer. Auf der rechten Seite hat man dann das, was im Moment am Spielen ist, eben eine Musik oder Navigation, Zeit und so weiter. Das kann man dann alles selber einstellen. Auf der zweiten Page hat man das Navi grösser, nochmal so eine Kurzwahl für den Fahrer. Und dann da sieht man eigentlich alle Apps, die man hat. Wie gesagt, wir haben noch so einen Energiescreen, wo man sieht, wie die Batterie verwendet wird oder auch so ein bisschen, wie viel Strom man braucht über die letzten paar Kilometer, die man gefahren ist. Dann haben wir Apple CarPlay, fast über den ganzen Screen, das ist eigentlich top. Was man zusätzlich hat, wenn man Apple CarPlay braucht und Apple Car, dann hat man das auch im Driver-Display, die Navigation. Und umgekehrt bei Android Auto hat man Google Maps vorne drauf. Das funktioniert leider nicht, dass man im Apple CarPlay auch Google Maps da anzeigen kann. Ist nun mal halt einfach so, aber ja, theoretisch, wenn man Apple Car nicht braucht, hat man es schön integriert vorne. Wir haben das Menü für das ADAS-System, beziehungsweise zum alles An- und Abstellen. Man kann sich eine Kurzwahl draufstellen, dass man, wenn man länger aufs Auto da unten drückt, dass sich dann die Warnungen und so abstellen mit einem, also vor allem Tempolimit-Überschreitung. Das ist gut, dass man so eine Quick-Funktion hat, ansonsten kann man es da sich so ein bisschen selber konfigurieren. Wie gesagt, zu den Sitz, das ist eigentlich so ein bisschen das Spannendste, weil die sind wirklich ein Highlight. Wir haben die Heizung und die Lüftung, die man da einstellen kann, 3 Stufen jeweils. Man kann eben auch die Sitzpolster auf der Seite enger oder weniger eng machen.
Wir haben ganz viele verschiedene Massagefunktionen. Wir haben Katzenpfoten, Wellen, Strecken, Schultern, Schlangen, Seite zu Seite. Also wir haben wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, uns da zu massieren zu lassen. Und die sind wirklich sehr angenehm. Dann unten haben wir noch ein paar Quick-Funktionen, vor allem für Klimaanlage, beziehungsweise Scheiben-Enteisen, Umwälzung von der Lüftung und eben die Quick-Funktion, um zu diesem ADAS-System zu kommen, das ich dann einfach abstellen kann. Da habe ich eine induktive Ladeschale, hinten dran nachher den Gangwahlhebel plus noch Drive Mode Select, 4-Wheel-Drive, Sport, Normal, Comfort und Eco. Da rechts Knöpfe zum Lautstärke lauter, leiser zu machen und da noch zum den Screen ganz abschalten oder den Home-Button. Hinten dran haben wir ein kleines Fällchen, das man aufmachen kann, das nachher eine Art Cup-Holder ist. Und da hinten noch ein Mittelfach mit einem Schlüsselfächchen. Plus unten dran kann ich noch sozusagen einen Lüftungsschlitz zumachen, wo dann auch die Kühlung von diesem Bereich kannst an- und abstellen kannst. Dann unten dran haben wir noch sozusagen, weil es ja so ein bisschen schwebend ist, haben wir noch mehr Platz. Hinter dieser Ablage befinden sich nochmal 2 Getränkehalter plus 2 USB-C-Anschlüsse. Ich kann das Ganze noch ein bisschen grösser machen, indem ich die Abtrennung rausnehme. Dann habe ich da noch ein bisschen eine grössere Fläche, die ich brauchen kann. Dann noch kurz zur Tür. Da sieht man nochmal die verschiedenen Materialien, die gebraucht werden. Oben dran schön beledert, da auch, wo man den Arm drauf legt. Das ist eigentlich bis da unten, dann ist es beledert. Dann kommt da der Hartplastik. Aber was ich gut finde, eben unten, auch da, wo so eine Filz einlagt, damit man etwas rein tun kann, ohne dass es beschädigt wird oder rüttelt. Da oben haben wir noch das Elektra 3D Soundsystem von Volcal mit 14 Lautsprechern. Das ist optional, aber das ist wirklich vom Sound her bombastisch. Ja, also von den Materialien her da innen wirklich top. Gefällt mir. Also, gehen wir fahren. Ja, wie fährt sich der DS8? Was ich gerade von Anfang an sagen kann, jetzt auch jetzt mal in dieser Stadtumgebung, wo wir jetzt sind, er hat nicht einen wahnsinnig guten Kurvenradius, weil der Lenkeinschlag ist nicht wahnsinnig gross. Und zusätzlich haben wir kein Four-Wheel-Steering. Und wir sind ja doch ein langes Auto, beziehungsweise wir haben einen recht langen Radstand. Was dazu führt, dass es eben nicht wahnsinnig, also es ist jetzt nicht sehr gut manövrierbar in engen Bereich. Aber ich denke, ja, mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Das ist dann halt einfach so ein Teil des Autos. Ansonsten, wie fährt es sich? Wie natürlich fast alle französischen Autos, Fahrwerk ist King. Wir haben ein paar tolle Features da an Bord beim DS8, zum Beispiel Active Scan Suspension, die wir ja schon mal in einem Review hatten beim DS. Das ist eine Kamera, die oben eingebaut ist, die eigentlich wie so ein bisschen die Straße scannt mit unterschiedlichen Sensoren zusätzlich zu der Kamera und sozusagen die Federung vorbereitet, wenn jetzt zum Beispiel ein grösseres Schlagloch kommt, dementsprechend eigentlich immer das richtige Setting eingestellt hat für die Federung. Ich weiss jetzt nicht, wie viel man von dem spürt, aber es ist sicher etwas, das auf die Seite hilft. Zusätzlich haben wir in dieser Version noch einen Night Vision Modus, wo man eben bis zu 100 Meter voraus Tiere und Menschen sehen würde, wenn es eben die Bedingungen erlauben. Wir haben zusätzlich das DS Drive Assist, das sozusagen einen adaptiven Tempomat drin hat und einen halbautomatischen Spurwechsel. Sprich, man muss den Blinker setzen und dann tut die Spur auch dementsprechend wechseln. Ja, sonst muss ich sagen, ist es ein komfortabler Ort zum sein. Eben, die Federung ist bequem, die Lenkung ist, ich würde sagen, präzise, ist doch eigentlich noch recht direkt. Wenn wir jetzt einmal in den Sportmodus gehen, sollte sich das noch mal ein bisschen ändern. Ja, und dann wird sie schon recht direkt. Wir haben ein bisschen Bodyroll, was man natürlich auch erwarten kann. Wir sind eben mit 2,3 Tonnen Leergewicht und sagen jetzt mal eine Federung, die nicht unbedingt auf Sportlichkeit ausgelegt ist. Völlig normal. Und ich denke, das passt ein bisschen zum Style des Autos, eben so ein bisschen bequem unterwegs. Wir haben zwar in dieser Version 350 PS. Ja, ob man es dann wirklich braucht, ist die andere Frage. Aber ich denke, so ein bisschen zum Rausbeschleunigen auf der Autobahn beschleunigen, definitiv cool, dass man die Power hat. Im DS8 haben wir 3 verschiedene Motoren und Setups sozusagen zur Verfügung. Der erste ist ein reiner Frontantrieb mit 230 PS und 550 km Range. Zusätzlich haben wir eine Long-Range-Version, die auch nur Frontantrieb ist. Die hat 245 PS, also ein bisschen mehr.
und eine Range von 749 km. Das ist eben die meiste Reichweite erreicht. Und wir haben eben die Allrad-Version mit 350 PS und etwa 687 km Reichweite. Kommt dann noch ein bisschen darauf an, welche Felgen man wählt. Also, auf der Webseite steht, dass man bis zu 30 km verlieren kann, wenn man die grössere Zahl Felgen nimmt. Also das muss man auch noch mal ein bisschen im Kopf behalten. Aber ja, ich denke, wenn man jetzt noch mal ein bisschen mehr Komfort wählen würde, dann würde man vielleicht nicht die 21 Zoll Felgen nehmen, sondern vielleicht eben 20 Zoll, dass man einfach noch ein bisschen mehr Federung aus der Reifen schon hat, wenn es irgendwie ein paar Schlaglöcher oder so hat. Weil ja, mit 21 Zoll sind Schlaglöcher immer dementsprechend intensiv. In dieser Allrad-Version haben wir eine relativ gute Beschleunigung. Wir sind in 5,4 Sekunden von 0 auf 100. Also wir haben doch ein bisschen Power unter dem Viertel. Da bin ich gespannt, dass wir die nachher mal testen können. Und der Verbrauch liegt etwa bei 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Also ist jetzt nicht der beste für ein Elektroauto, aber ich denke für das Gewicht und die Größe des Autos definitiv akzeptabel. Ja, ich glaube, das Lenkrad muss man sich gewöhnen. Ich finde es jetzt nicht dramatisch. Ich finde, es gibt wirklich so ein bisschen ein Go-Kart-Feeling. Aber wenn man sich gewöhnt ist, eben gerne irgendwie so einen Streben zwischen den Fingern zu haben, wie man es halt aus klassischen Lenkrädern kennt, braucht es wahrscheinlich ein bisschen Umgewöhnung. Und normal so kann man es eben 9:3 Sitzposition, oder Lenkradposition kann man es auch haben. Also tipptopp. Und das sieht halt einfach mega cool aus irgendwie. So etwas habe ich jetzt doch auch noch nie gesehen im Auto. Ja, sonst eben vom Komfort. Die Sitze sind wie immer in der DS top, wahnsinnig bequem. Auch mit dem Nappalader natürlich brutal hochwertig. Es fühlt sich einfach an, als wäre man wieder an einem speziellen Ort. Die Lautsprecher sehen top aus. Da die Mittelkonsole ist super. Es hat alles Materialien, die wertig wirken. Ich habe wirklich das Einzige, wo ich sozusagen Töpfchen oder so haben kann, ist auf dem Screen und auf diesen Touchbuttons auf dem Lenkrad. Aber in der Mitte haben wir so eine schöne matte Oberfläche. Also overall wirklich top. Und ja, ich glaube, definitiv eine Option, wenn man sich in diesem Preissegment aufhalten will. Wir sind da jetzt bei dieser Top-Ausstattung bei knapp 80'000 Franken. Ja, mit diesen 80'000 Franken ist man natürlich schon in BMW, Audi, Mercedes-Territorium. Da ist die Frage, ob man dann nicht lieber dort hin würde gehen. Aber eben, ich glaube, man bekommt sehr viel für den Preis und vor allem etwas anderes. Oder ich glaube, viele von den deutschen Herstellern machen langsam ein bisschen das Gleiche. Man merkt überall so ein bisschen, man muss Einsparungen machen. Und ich habe das Gefühl, beim DS merkt man das noch deutlich weniger. Weil die Qualität stimmt, die Features stimmen, das Design stimmt. Also man hat für das Geld definitiv etwas anderes. Und vor allem, was ich wahnsinnig toll finde, die Batterie, die in Frankreich entwickelt worden ist, in Frankreich hergestellt wurde. Man hat also durch und durch ein europäisches Auto. Das ist definitiv nicht mehr Standard heutzutage. So, jetzt haben wir da noch die Möglichkeit, Beschleunigung noch kurz zu testen, von 40 auf 80. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich denke, in der geradeaus Linie ist es doch auch sehr dynamisch. Eben in der Kurve, wie gesagt, haben wir ein bisschen Bodyroll. Das ist nicht verhinderbar, wenn man natürlich ein bisschen auf Komfort setzt bei der Abstimmung vom Auto. Aber eben, ich glaube, das sucht ja auch niemand wirklich mit dem Auto. Von dem her, ja, komfortabel ist es definitiv. Also, kommen wir zum Fazit von dem DS8. In der Palace-Version, der günstigen Variante, starten wir bei 49'900 Franken. Und dann in der Etoile-Version sind wir schon fast bei 71'800 Franken. So wie er da steht, ca. 80'000 Franken. Und die 80'000 Franken sind für mich auch ein bisschen der Haken, um eine volle Kaufempfehlung auszusprechen, weil die Features sind top. Er ist mega komfortabel. Ich finde, er sieht cool aus. Es ist wirklich ein spezielles Auto, um drinnen zu fahren. Aber für das Geld bekomme ich halt schon etwas von den deutschen Herstellern. Und wenn einem das wichtig ist, dann geht man eher in diese Richtung. Wenn einem das aber völlig egal ist und man sogar etwas anderes sucht, wo wirklich so ein Konversationsstarter ist, dann bist du da tiptop aufgehoben beim DS8. Und falls dir das Video gefallen hat, gib ein Like, abonniere den Kanal und schau nächste Woche wieder vorbei für ein neues Video.